Am 1. August 2018 war der diesjährige Welterschöpfungstag. Laut der Organisation Global Footprint Network haben wir an diesem Tag alle Ressourcen verbraucht, die der Planet uns innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise auf nachhaltige Art und Weise regenerieren kann. Alle Ressourcen, die wir ab diesem Tag für den Rest des Jahres verbrauchen, sind im Grunde gar nicht für uns gedacht. In anderen Worten, ab diesem Tag leben wir auf Pump und verbrauchen die Ressourcen kommender Generationen, die uns eigentlich gar nicht zustünden. Und ihr ahnt vermutlich, was ich jetzt gleich sagen werde, aber durch den Konsum von Fleisch- und Tierprodukten trägt man maßgeblich dazu bei, dass dieser Tag jedes Jahr früher erreicht wird. Die tierische Landwirtschaft ist eine der größten Ressourcenverschwendungen unserer Menschheitsgeschichte. Da für die Herstellung von einem Kilogramm Fleisch je nach Art 10 bis 16 Kilogramm pflanzliche Futtermittel benötigt werden, benutzen wir ca. 90% der globalen Sojaernte und fast die Hälfte der globalen Getreideernte als Tierfutter und dazu noch 40% der gefangenen Fische. Da wundert es nicht, dass fast 3/4 aller agrarischen Nutzflächen der tierischen Landwirtschaft zuzuordnen sind. Auch der Wasserverbrauch liegt bei Tierprodukten deutlich höher als bei pflanzlichen Produkten. Während die Herstellung von einem Kilogramm Obst oder Gemüse im Durchschnitt etwa 425 Liter benötigt und Hülsenfrüchte bis zu 1600 Liter, verbraucht ein Kilogramm erzeugtes Fleisch über 8500 Liter Wasser. Bei Rindfleisch sind es sogar über 15.000 Liter Wasser. Und vom Klimawandel will ich gar nicht erst anfangen. Dass die Tierindustrie selbst laut konservativerer Studien zu mehr Treibhausgasemissionen beiträgt als der gesamte globale Verkehr, sollte mittlerweile flächendeckend bekannt sein. Weltweit nimmt der Konsum von Fleisch rapide zu. 2 von Experten geprüfte Studien sagen, dass wenn wir diesen Trend nicht umkehren, bis zum Jahr 2050 die globale Landwirtschaft das gesamte CO2-Budget aufbrauchen wird. Das würde bedeuten, dass alle anderen Sektoren, sei es Verkehr, Energie oder sonstige Industrie, frei von jeglichen Emissionen sein müsste, was faktisch einfach nicht möglich ist. Natürlich handeln wir auch in vielen anderen Aspekten alles andere als nachhaltig. Wir transportieren Nahrung um den halben Globus, schmeißen ein Drittel davon weg und packen vorher noch alles in Plastik. Und nicht nur beim Essen sind wir sehr verschwenderisch. Wir fahren zu viel Auto, fliegen zu viel Flugzeug, fahren auf Kreuzfahrtschiffen, produzieren giftige Emissionen und erzeugen viel zu viel Müll. Und dabei gibt es so viele Möglichkeiten, nachhaltiger zu leben. Wir könnten den öffentlichen Verkehr nutzen statt des Autos oder das Fahrrad, wenn das Wetter es ermöglicht. Wir können mehr saisonal essen, um längere Kühl- und Lagerzeiten zu vermeiden, und regional, um lange Transportwege zu vermeiden. Unnötige Verpackungen vermeidet man durch den Besuch eines Unverpackt- oder Zero-Waste-Ladens. All diese Dinge sind gut und wichtig. Aber die negativen Auswirkungen der aufgezählten Dinge sind noch recht überschaubar im Vergleich zu den katastrophalen Dingen, die wir mit unserem Tierproduktkonsum anrichten. Nicht umsonst empfehlen einige weltweite Organisationen, darunter die UNO oder das IPCC, den Fleischkonsum massiv zu reduzieren oder gar ganz zu vermeiden. Davon ab kann und sollte man auf die genannten Dinge auch achten, wenn man vegan lebt. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Das Jahr 2018 ist in ein paar Monaten vorbei und einige von euch werden garantiert in ihrer nächsten Neujahrsresolution verkünden, dass sie nachhaltiger leben wollen, Energie und Ressourcen sparen wollen. Großartig! Und wenn ihr mit einer kleinen Veränderung eures Konsumverhaltens bereits massiv viel erreichen wollt, dann solltet ihr anfangen, vegan zu leben. Aber dafür müsst ihr nicht bis Neujahr warten. Fangt am besten gleich heute damit an. Nicht nur zukünftige Generationen werden es euch danken. Die über 60 Milliarden Landwirbeltiere plus mindestens genauso viele Meereslebewesen, die jedes Jahr auf unseren Tellern landen, danken es euch ebenfalls. Wir haben nur einen Planeten Erde und nur eine Chance, ihn für uns bewohnbar zu halten. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.